Oh, was für ein Matsch. Nicht aufgeben! Schwierigkeiten sind Aufgaben! Ah. Hallo Lebenskünstler! So ein Spaziergang durch den Wald ist ja eigentlich echt eine angenehme Sache. Es sei denn, es hat wochenlang geregnet. Aber so ein bisschen Matsch hat ja noch niemand geschadet. Und es heißt ja auch so schön, was mich nicht umbringt, macht mich nur härter. Oder es gibt diesen anderen schönen Spruch, das Leben beginnt am Rand deiner Komfortzone. Ja, und wie komme ich immer wieder raus aus dieser Komfortzone? Und wie wachse ich weiter? Wie geht Wachsen? Das ist heute unser Thema. Im Moment sieht es hier ja auch noch ein bisschen leblos aus. Man denkt dann, das ist wie tot. Aber wenn man genau hinschaut, kann man schon sehen, dass da doch was lebendig ist. Und es ist schon ein bisschen Vorfrühling. Diese Frühlingszeit, da fällt bei uns die Fastenzeit und Ostern da hinein. Da erinnere ich mich dran als Kind, da haben wir immer uns so gefragt, wir haben auf etwas verzichtet so in der Fastenzeit. Da haben wir uns gefragt, what are you giving up for Lent? Also worauf verzichtest du jetzt in der Fastenzeit? Und da kann ich mich erinnern, einmal habe ich auf Zucker in meinem Tee verzichtet für 6 Wochen. Und in England ist das ja so, da trinkt man den ganzen Tag Tee, also das war schon ein größeres Verzicht. Der Gedanke mit dem Verzicht, das geht darum, dass wir Jesus unsere Liebe zeigen wollen und dass diese Liebe auch uns etwas kosten darf. Ja? Es ist ja eine stellvertretende Sache für das Ganze. Aber in der Fastenzeit, da geht es eigentlich um Wachstum, so wie jetzt hier in der Natur, dass wir von innen her wachsen, dass wir weiterkommen. Und das kostet ja auch was, so über sich hinaus zu gehen. Ah, guckt mal, hier kann man richtig schön Wachstum auch sehen. Bei den Wachstumsringen von einem Baum. Die sind jetzt zum Beispiel nicht so richtig gleichmäßig, sondern je nachdem. Also manchmal, wenn man sieht, da ist ein großer Abstand, dann war das so aktives Wachstum. Also wie im Sommer, wo richtig so ein Schub nach vorne geht. Wenn es aber ganz eng aufeinander ist, das ist dann eher so diese Phase des Winters, also wenn das Wachstum eigentlich ruht. Es gibt also verschiedene Zeiten. Also manchmal ist die Zeit des Wachstums dann so ein aktives, da geht es nach vorne, da macht es einen richtigen Sprung. Und dann gibt es Wachstumszeiten, wo das eher passiv ist. Da besteht das Wachstum vielleicht eher im Ertragen, Zulassen und Mitgehen. Kennt ihr eigentlich die Wachstumszonen? Es gibt verschiedene Modelle davon, aber das hier ist jetzt eines. Da reden wir davon, es gibt eine Komfortzone, dann eine Wachstumszone und eine Panikzone. Das heißt, Wachstum geschieht, wenn ich etwas mehr herausgefordert bin, als es mir bequem ist, aber nicht überfordert. Dazwischen geschieht Wachstum. Da kenne ich eine junge Frau, die wurde in einer Mädchengruppe der Schönstadtjugend, wurde sie zur Gruppenleiterin gewählt. Und eigentlich war die war nicht besonders gut im Organisieren, war eher schüchtern. Und zuerst wollte sie eben diese Wahl gar nicht annehmen. Aber die anderen haben sie in der Gruppe bearbeitet und die hat es dann getan. Also hat die Wahl angenommen. Und mit der Zeit, also sie musste immer wieder, die musste dann das ganze Zeit planen, musste organisieren, musste Informationen weitergeben, musste Diskussionen leiten und so weiter. Und das war nicht leicht. Aber mit der Zeit, da ist sie immer mehr aus sich herausgekommen, wurde immer souveräner. Und man hat dann wirklich gemerkt mit der Zeit, die ist gewachsen. Die ist nicht nur besser geworden in dieser Aufgabe, sondern als ganzer Mensch ist sie so wie ein ganzer Schritt vorwärts gegangen in ihrem Leben. Ihr aktives Hinausgehen aus ihrer Komfortzone, das hat ihre Persönlichkeit echt gefördert. Und es gibt ja diese andere Art von Wachstum, wo man von außen gar nichts sieht, aber wo was in die Tiefe geht. Ah, da ist Farn. Das erinnert mich an eine Geschichte. Da war also ein Mann, der hat einen Bambus gepflanzt und Farn. Und hat sich um beides richtig gut gekümmert. Und der Farn ist ganz schön gewachsen und der Bambus im ersten Jahr nichts zu sehen,
im zweiten Jahr nichts zu sehen und auch im dritten Jahr nichts zu sehen. Da ist er ein bisschen ungeduldig geworden. Aber er hat ihn trotzdem noch einfach weiter gepflegt. Und dann im 5. Jahr kam ein kleiner Sprössling hoch. Und dann in den nächsten 6 Monaten ist der Bambus 100 Meter hoch gewachsen. In den ganzen 5 Jahren hat er Wurzeln geschlagen. Das haben Bäume mit Menschen gemeinsam. Sie sind auf Verwurzelung und Wachstum angelegt. Das erleben wir schon als Kind im Mutterleib. Wir sind gebunden, also verwurzelt sozusagen an die Mutter. Und ich wachse Tag für Tag über mich hinaus. Die 2 Sachen. Wachstum sieht nicht immer gleich aus. Und womit kann man es eigentlich überhaupt messen? Ich glaube, mit dem nicht. Aber es gibt ja Zeiten, da hat man das Gefühl, dass es eher rückwärts geht als vorwärts, dass wir gar nicht wachsen. Und doch kann es sein, dass gerade in diese Zeiten, dass wir dann in die Tiefe wachsen. Das können Zeiten sein, in denen wir stolpern und scheitern oder es trifft uns ein ganz großes Leid. Oder wir erfahren Einsamkeit, Orientierungslosigkeit, Krankheit. Wenn wir einen festen Halt haben, also gebunden sind, dann brauchen wir keine Angst haben, aus unserer Komfortzone herauszugehen. Und den Halt, den können uns ja auch die Menschen geben aus unserer Umgebung, mit denen wir verbunden sind, an die wir gebunden sind. Aber den letzten Halt können auch Menschen einem nicht geben. So ruft uns der heilige Paulus in der Bibel zu: Ihr habt also Christus Jesus als Herrn angenommen. Darum führt auch, wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, gefestigt durch den Glauben, in dem ihr unterrichtet wurdet. Seid voller Dankbarkeit. Wir sind nicht allein und wir brauchen uns auch keine Sorgen zu machen, wenn es mit uns scheinbar nicht vorwärts geht. Es braucht auch immer wieder Geduld und das Vertrauen, dass Gott uns die Verhältnisse schickt, die wir brauchen, um zu wachsen. Und wenn wir mitgehen mit der Dynamik des Lebens und mit diesem Gott, der mit uns gehen will und uns die Hand reicht, dann werden wir sicher gut vorwärts kommen. Wir können uns zum Beispiel fragen: Was ist jetzt bei mir dran? Wo muss ich mich herausfordern? Muss ich etwas zulassen? In welcher Wachstumsphase befinde ich mich gerade? Gemeinsam wachsen wir dem Himmel entgegen und vertrauen, dass auch unser Leben Frucht tragen kann und darf für viele andere. Macht's gut!